Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und wie ihr seht, habe ich wieder mal Post gekriegt von Garde Pro. Es wird natürlich eine Kamera sein. Die packe ich mal zusammen mit euch aus. Mal kurz mal öffnen hier hinten. Und heraus kommt die Garde Pro A80. Mit dem Lieferumfang habe ich mir noch eine Halterung bestellt für die Bäume. Und die werde ich natürlich auch demnächst mal ausprobieren. Aber die kommt erstmal weg. Kommen wir zu der Garde Pro A80. Diese wurde mir freundlicherweise wieder von Garde Pro zur Verfügung gestellt. Der Karton unscheinbar, nichts Wildes dabei. Und dann packen wir sie mal aus, was da drin ist. Und da haben wir dann schon mal eine Bedienungsanleitung, die Antenne, ein USB-Kabel, das ist auf USB-C, glaube ich. Ich packe es mal ganz schnell mal aus. Ja, ist USB-C. Einen Baumgurt, diesmal scheint er ein bisschen stabiler zu sein, ist aber immer noch Hartplastik. Und die Kamera natürlich selbst. Liebe Hersteller, lasst doch gerne mal die Plastiktüten hier weg, weil das muss nicht sein. Kommen wir mal schnell zur Kamera, den Rest packe ich mal ganz schnell weg. Also kommen wir mal zu den kleinen technischen Daten der Garde Pro A80. Sie soll 4K können, hat einen Sony Stativsensor verbaut, kann wieder per Garde Pro App bedient werden und eingestellt werden und es soll NOGLOS verbaut sein. Sie hat eine Fotoauflösung bis zu 64 Megapixel und eine Blendenöffnung von f1.6. Da bin ich sehr doll gespannt, wie das aussieht, die Aufnahmen. Wobei bei einer anderen Garde Pro, die E9, da war ich ja auch schon sehr zufrieden mit. Grob zum Aufbau, also hier hat man wieder die LEDs gesehen. Hier die Status-LEDs, hier die Linse und die Bewegungsmelder. Einer nach vorne und zwei nach links und rechts. Hier wieder sehr gut aufgebaut, gute Halterung. Hier wieder eine Baumgurt-Durchführung und hier für ein Kabelschloss. Hat natürlich wieder auch Riffeln für die Baumbefestigung. Hier gibt es ein Stativgewinde. Und hier unten gibt es noch ein Stativgewinde. Zusätzlich haben wir denn hier, ich glaube, das sollte das Mikro sein, wieder nach unten gesetzt. Mal sehen, wie es da ist. Und hier hat man dann noch mal den Anschluss für eine externe Energieversorgung. Also da kann man ohne Probleme wieder eine externe Stromversorgung ranbringen und ein Solarpanel. Und dann hier das normale Klappscharnier. Und die WLAN-Antenne. Machen wir sie mal auf. Hier wieder klassischer Aufbau natürlich. Die Bedienelemente, der Monitor. Hier ist natürlich wieder die Besonderheit, man kann die Kamera auf On stellen. Ist noch nicht aktiv, also man kann die Einstellung vornehmen. Und wenn man auf Start drückt, geht die Kamera denn los. Also ist sie denn aktiv. Hier unten haben wir dann wieder den Anschluss für den USB-C-Anschluss und hier kann man eine große SD-Karte reinpacken. In die Kamera kann man einlegen bis zu 8 Batterien, AA oder Akkus. Ich werde schnell die Batterien einlegen und eine SD-Karte und dann kann ich euch zeigen meine Einstellung, wie ich die Kamera einstelle, um sie in den Einsatz zu bringen. So, Batterien sind eingelegt und dann werde ich mal zum ersten Mal die Kamera starten. Also einfach auf On gehen. Mal sehen, was passiert. Dann schaut sie genau an, was das für eine SD-Karte ist. Und dann halt gehen wir mal rein ins Menü. Als erstes werde ich mal die Sprache umstellen auf Deutsch. Passwort werde ich später einstellen. Das werde ich natürlich reinmachen, aber also Wi-Fi soll an sein. Das passt so. Da kann man auch verschiedene Kanäle einstellen. Modus natürlich auf Bewegungserkennung. Ich werde nur Videos erstmal reinmachen. Oder nein, zum Test machen wir mal Foto und Videos. Dann kann ich euch gleich am Anschluss
nachdem ich die Kamera natürlich aus dem Gelände geholt habe, auch mal zeigen, wie die Fotoaufnahmen sind. Fotoauflösung lasse ich Standard auf 8 Megapixel, ein Bild. Videoauflösung ist automatisch auf 4K und Standardeinstellung lasse ich auf 4K. Mal sehen, wie das so aussieht. So, Videolänge mache ich immer gerne 20 Sekunden. Hier ist die Taktung halt 5 Sekunden. Beides in der Nacht auch. Sound natürlich anlassen. Videoformat MP4 oder Move kann man lassen. Ich lasse MP4. PIR-Intervall 10 Sekunden. Das lasse ich auch so. PIR-Empfindlichkeit mittlere. Das lasse ich auch nochmal so. Fails Trigger Suspirl. Keine Ahnung, was das ist. Da muss ich mich mal mit beschäftigen, weil die Kamera habe ich gerade erst gekriegt, also von der Packstation geholt. Also lasse ich aber mal so. Seitliche Bewegungsmelder sollen ein. Bewegungstest kann man wieder machen. Zeitintervall, als Zeitrafferintervall, das brauche ich nicht, weil da haben wir ja nicht. Den Zeitraum brauche ich auch nicht. Zeitzone, da kommt natürlich Deutschland rein. Berlin, okay. So, Datum. Das werde ich gleich nochmal einstellen über die App, weil da kann man es wahrscheinlich wieder standardmäßig die Zeit einstellen, wie es vom Handy, wie die Zeit auf dem Handy ist. Datumsformat, natürlich Tag, Monat, Jahr. Zeitformat 24 Stunden. Kameraname lasse ich aus. Infostrip, also das ist die Fußzeile unten unter den Aufnahmen. Die lasse ich auch an. Schleifenaufzeichnung will ich nicht. Also wenn die SD-Karte voll ist, löscht er die alten Aufnahmen, so dass es weitergehen kann. Betriebsstunden kann man sich aufzeichnen lassen. Passwort natürlich habe ich gesagt, das stelle ich nachher ein. Die Sprache habe ich ja eingestellt. Und hier nochmal die SD-Karte formatieren. Das möchte ich natürlich. Ich habe hier jetzt eine 64 GB SD-Karte von SanDisk drin. Werkseinstellung zurücksetzen natürlich wieder. Erweiterte Einstellungen. Also da kann man nochmal testen. Advanced PIR und PIR-Test. Wie gesagt, da beschäftige ich mich nochmal und spreche es nachher bei den Testaufnahmen aus dem Off rein. Welche Version hier natürlich wieder drin ist. Firmware. Hier sind Kontaktdaten, wie man die Firma erreichen kann. Und das war es denn auch schon. Jetzt verbinde ich nochmal schnell die Kamera mit dem Handy. So, dann schauen wir mal, ob wir die anmachen können. Wi-Fi-Kamera natürlich, die wird jetzt gesucht. Hier hat er sie natürlich auch schon. Gerät aktivieren, Kamera hinzufügen, Wi-Fi verbinden. Natürlich will ich das zulassen. Das ist auch so die Zeit, wie lange die Kamera braucht, um die Verbindung herzustellen. Die Kamera wurde erfolgreich hinzugefügt. Und dann gehen wir mal auf Start. Und da sehen wir sie schon. So, was wollte ich nochmal machen? Also Temperaturanzeige und sowas kann man dann ein. Und hier natürlich die Uhrzeit. Synchronisation ist erfolgt. Also jetzt ist die automatische Zeit. Hier hat man natürlich in der App nochmal die Möglichkeiten, die Kamera einzustellen. Alles Mögliche machen. Denn die Vorschau zu sehen und hier das direkte Kamerabild. Da wird jetzt allerdings nichts sein, weil die Kamera ist ja auf dem Fußboden, also auf den Tisch gelegt. Also hier sieht man nur das graue Feld. Also können wir hier wieder zurückgehen. Und das soll es grob für die kleine Vorstellung der Garde Pro A80 gewesen sein. Ich bringe sie jetzt raus in den Wald und wir sehen uns dann gleich wieder mit den Testaufnahmen. Kommen wir zu den Aufnahmen aus den letzten 5 Tagen. Und da muss ich euch leider etwas enttäuschen. Es war nicht viel im Wald los und die Aufnahmen, die die Garde Pro A80 gemacht hatte, haben mich nicht wirklich überzeugt. Sie sind unscharf und verwaschen. In den 4K-Aufnahmen, wenn man sie so bezeichnen mag, werden nur 20 FPS genutzt. Die Komprimierung der Dateien ist zusätzlich noch sehr hoch. Die Dateien sind beim ersten Test zwischen 1,3 und 11,5 Megabyte groß.
Um mir ein genaueres Bild zu machen, habe ich die Kamera weiter im Gelände und habe sie auf 1440p mit 30 fps eingestellt. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch meine Vorstellung der Garde Pro A80 gefallen hat. Dann natürlich liken, kommentieren und wer neu hier ist, bitte auch ein Abo dalassen. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.